Und ich habe ein kleines, feines bekommen. Ich denke mal, das wird bei mir wieder kein reines Auspackvideo werden. Das wird wieder episch lang. Generell alles schön tief ins Material geprägt. Schön draufreiben. Ihr seht schon, wie schnell das geht. Wird sofort dunkler. Abzug, ja, ist gedrückt. Und jetzt fasse ich die Waffe an und drücke jetzt den Spannhebel nach hinten. Tatsache, hier nach hinten fahren und dann könnt ihr den auch schon nach vorne abheben. Also alles schön hier aus Stahl gefertigt. Dennoch haben wir hier Edelstahl verbaut. Ja, so wurde das damals ausgeliefert. 1993 kam das auf den Markt und 33 Jahre musste man warten auf eine modernisierte GBB-Variante mit allen Markings von der Firma VFC. Bruce hier, BB2K Airsoft Channel. Ich freue mich heute richtig dolle, euch hier zu sehen, obwohl ich sehe euch nicht, aber ihr könnt mich sehen. Und das ist das Wichtigste, oder eigentlich nicht, das Wichtigste ist nicht mich zu sehen, sondern das, was hier in dem Karton ist. Das feiere ich ordentlich ab. Ich glaube, in diesem Jahr ist es das allererste Auspackvideo von mir und das Ganze kommt von der Firma Umarex und das feiere ich ordentlich ab, denn ich habe schon ewig nichts mehr von der Firma bekommen. Aber dieses Jahr geht es wieder los und ich habe ein kleines, feines bekommen. Und ich rede nicht so viel, ich packe einfach mal aus, denn das, was hier in dem Karton drin ist für mich eigentlich ein Highlight von diesem Jahr. Es gibt noch andere, wie die HK33 oder halt auch das Mini 14, aber das Mini 14 lässt noch ein bisschen auf sich warten. Und das HK33, vielleicht bekomme ich es auch noch, das muss ich euch unbedingt zeigen, denn das ist ein Klassiker. Nicht im Airsoft-Bereich, aber in der Waffengeschichte. Und ihr wisst ganz genau, ich interessiere mich gerade immer so für waffengeschichtlichen Nachbauten, wo auch eine Story dahinter ist. Und das ist bei dem Ding, was ich jetzt hier auspacke, auch schon der Fall. Ich packe für euch heute aus Lieferschein, die Heckler & Koch P7 M13. Da ist sie. So sieht der Karton aus. Ich packe das mal hier zur Seite. Eine geschichtsträchtige Waffe, die im Real-Seal-Bereich unter Sammlern jetzt schon extreme Werte aufgreift. Da kann man zwischen 2.000, 4.000, 5.000 Euro für eine gut erhaltene P7 schon auf den Tisch legen. Wenn alle Stempel, alle Historie stimmt, ist das hier ein wirkliches Sammlerobjekt. Von daher, den Preis, den ich euch jetzt sage für die Airsoft, ist dementsprechend fast identisch, aber nicht so teuer. 299 Euro kostet hier dieser Airsoft-Nachbau. Das ist eine ordentliche Ansage. Mehr als man normalerweise von GBB-Pistolen so gewöhnt ist. Die Hoffnung ist, dass sich die 299 Euro lohnen werden. Das werde ich nachher im Review definitiv für euch herausfinden. Ich musste sie unbedingt haben, weil, wie gesagt, die P7 bzw. PSP, die Polizei-Selbstladepistole, ein Schmuckstück ist und auch geschichtsträchtig. Ich erzähle euch nachträglich dann auch, während wir jetzt hier diese Airsoft auspacken, auch noch ein bisschen was zur P7, wann sie rausgekommen ist, wer sie im Einsatz hatte und was das Spezielle hier bei der Waffe ist. Und ich hoffe auch, dass VFC bzw. Umarex das auch so authentisch nachempfunden haben. Wer meine Videos kennt von der IWA, der weiß, VFC hat das wieder mal genial hingekriegt. So, jetzt hören wir mal eigentlich auf zu labern. Packen wir mal das gute Stück aus. Den Karton habt ihr euch ja nun schon die ganze Zeit angeschaut. Ist nichts Besonderes. Heckler & Koch, No Compromise, so wie wir das von Umarex kennen. Hier an der Seite haben wir auch noch mal die Pistole noch mal als Symbol und noch mal den Schriftzug. Wir packen das jetzt aus und ich denke mal, die Überraschung wird auch nicht viel groß sein. Ja, genau. Wir sehen hier die Airsoft in so einer Folie eingepackt. Ich nehme das mal raus. Allein schon beim Halten
Das ist eine richtig schwere Pistole. Die technischen Daten blende ich euch hier alle in der Seite ein. Ich halte jetzt erstmal noch mal kurz die Pistole hier so rein, damit ihr euch die in Ruhe mal anschauen könnt. Wir gehen auch gleich noch mal ein bisschen näher rein. Ich denke mal, das wird bei mir wieder kein reines Auspackvideo werden. Das wird wieder episch lang. Nutzt daher auf jeden Fall die Kapitelmarken und schaut euch wirklich nur das an, was euch interessiert. Ja, dabei ist noch die standardmäßige Betriebsanleitung und hier auch nochmal so ein Pflege- und Service-Informationsheft. Das kennen wir auf jeden Fall von den Umarex-Geschichten. Was fehlt, was eigentlich normalerweise immer noch dabei ist, ist so ein kleiner Speedloader. Aber ich denke mal, das kann man auf jeden Fall vernachlässigen. Da habt ihr bestimmt zu Hause auch jede Menge. So, dann packe ich das mal zur Seite und dann schauen wir uns mal die Pistole etwas genauer an. Und dafür, ja, gehe ich mit der Kamera auch ein bisschen näher. So sieht die P7M13 von nahen aus. Also VFC bzw. Umarex hat hier wirklich eine schöne 1:1 Replike gefertigt, die vom Original kaum zu unterscheiden ist. Vom Oberflächenfinish haben wir hier ein mattes Schwarz. Von den verwendeten Materialien haben wir hier einen Mix aus Kunststoff, wie zum Beispiel hier die Griffschalen. Dann haben wir den Verschluss aus Aluminium. Wir haben Stahlteile, wie zum Beispiel hier den Spanngriff. Ich halte mal einfach den Magnet dran, dann könnt ihr euch das angucken. Ja, der Spanngriff, der ist aus Stahl gefertigt. Ich glaube, der Abzug auch. Ja, der Abzug ist aus Stahl. Dann hier die vordere Visierung ist aus Stahl, die hintere Visierung ist aus Stahl. Dann ja, der Schlagbolzen, ich halte mal ein bisschen näher ran, der müsste jetzt rausgefahren kommen, der ist auch aus Stahl gefertigt. Der Lauf ist aus Aluminium, Schlitten wie gesagt aus Aluminium. Hier Magazinboden ist auch aus Aluminium. Ich nehme mal das Magazin raus. So sieht es aus, auch sehr authentisch nachempfunden. Ja. Magazin ist auch aus Aluminium gefertigt. So, da wir das Magazin schon mal draußen haben, denke ich mal, schauen wir uns noch mal kurz die Markings an. Unten am Magazin finden wir die Kennzeichnung P7M13 9x19 und IF. Was das heißt, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Auf der anderen Seite ist nichts zu sehen und auf dem Magazinboden nicht. Nehmen wir uns gleich die Airsoft vor. Schauen wir uns zunächst erstmal den Schlitten an. Auf der linken Seite haben wir die Markierung P7M13 9 mm x 19. Generell alles schön tief ins Material geprägt, sieht absolut fantastisch und sauber gefertigt aus. Dann haben wir hier Heckler & Koch GmbH Oberndorf. Was hier bei der Airsoft-Variante fehlt, ist hier noch Made in Germany bzw. Made in W. Germany, je nach Ausführung. Das ist hier leider nicht mit dabei. Vielleicht hat es was damit zu tun, weil die Airsoft ja nicht in Germany produziert worden ist, sondern in Asien. Keine Ahnung. Lässt sich aber wahrscheinlich noch, wer darauf Wert legt, noch mit einem Laser nochmal nachfertigen und dann nochmal brünieren. Ab und zu brünieren, das gucken wir uns auch gleich nochmal an, was wir noch alles machen können. Drehen wir mal die Airsoft um. Dann haben wir hier auf der rechten Seite vom Schlitten nochmal die Kennzeichnung M13 Heckler & Koch. Und hier sehen wir, dass wir eine Auslandsvariante haben von der P7. Hier steht nämlich Chantilly, Virginia. Bei den Behörden steht hier noch, ja, weiß ich, bayerische Polizei, die ganze Stempelung, die würde hier drin stehen, je nach dem Land, wo die Pistole im Einsatz ist. Chantilly ist ja eine Kennzeichnung halt für eine Auslands-P7. Auch hier in dem unteren Teil müsste normalerweise auch noch Bestempelung stehen vom Beschussamt. Da haben wir aber hier nun eine License Trademark of Heckler & Koch GmbH als Kennzeichnung. Das ist hier eine Airsoft, das ist hier drauf gelasert und das können wir gleich mal mit Aluminiumbrünierung bearbeiten. Das werden wir wahrscheinlich auch gleich mal machen, damit ich euch das zeigen kann. Da gab es ja auch viele Anfragen, denn ich drehe jetzt nochmal um. Wir haben hier nämlich am Abzugsbügel unten auch nochmal eingelasert. Einmal die Seriennummer K25, das heißt, kommt aus dem Jahr 25. Ich habe ja, die Variante 247 abbekommen. Dann hier nochmal Heckler & Koch, P7, Kaliberangabe, die PTB-Nummer und das F im Fünfeck. Gucken wir uns doch die Griffschalen an. Da haben wir jeweils hier unten nochmal Heckler & Koch P7 M13 auf der Seite.
und auch nochmal auf der Seite. So, und jetzt würde ich sagen, weil ich schon gesagt habe, machen wir mal eine Aluminiumbrünierung. Ja, das haben mich ja schon einige gefragt an vielen Videos, wie ich ja diese weißen Markierungen immer wegbekomme. Und ich gesagt habe, ja, dass ich da Aluminiumbrünierung benutze, habe ich eigentlich noch nie gezeigt. Ich denke mal, bei der neuen können wir das gleich mal machen. Das Schöne ist, durch das Lasern wird ja Material abgearbeitet und so durch die Brünierung können wir halt ja, den Schriftzug weiterhin noch sichtbar machen, aber nicht so, dass der schon aus 3 Kilometern leuchtet. Wir schmieren sozusagen nur Farbe drauf, beziehungsweise wir brünieren das Aluminiummaterial. Und was ich dazu nutze, das ist hier dieses Birchwood Casey Aluminiumbrünierung. Eine Flasche hält, wenn ihr nur solche Markierungen damit wegmacht, gefühlt Tausende von Jahren. Ja? Die Flasche ist, sieht ja, wie die aussieht, die ist schon ziemlich verhunzt und da ist noch ordentlich drin. Ja, mit dem Zeug mache ich das und jetzt zeige ich euch mal, wie das funktioniert und es ist sehr, sehr einfach. Ich wechsle dazu nochmal die Perspektive. Sucht euch auf jeden Fall eine Unterlage wie so eine Zeitung, damit er hier nicht so viel rumsaut. Ja, fangen wir einfach mal an. Und brunieren wir erstmal den unteren Teil hier. Dann nehmt ihr euch einfach hier die Flasche. Was ihr dann auf jeden Fall noch braucht, ist ein Wattestäbchen. Einmal schön schütteln. Wichtig ist, dass hier die Fläche fettfrei ist. Ich habe es gerade ausgepackt. Ich denke mal, ich habe hier noch nicht so groß drauf gelangt. Dann müsste das gleich funktionieren. Ansonsten, wenn es jetzt nicht funktioniert, müsst ihr halt im nächsten Step das nochmal entfetten und nochmal drauf machen. Ihr braucht keine Sorge haben, hier die Beschichtung, die jetzt bereits drauf ist, die wird von der Brünierung nicht angegriffen. Ihr könnt es also auch nochmal ein bisschen einwirken lassen. Aber ich würde es definitiv nicht über Stunden drauf lassen. Braucht ihr auch nicht, sondern einfach gleich abwischen. Ja, und was er denn noch braucht, ist ein bisschen Klopapier. Ja, habe ich hier auch am Start. So, dann fangen wir einfach mal an. Einmal schütteln, dann macht er das auf. Ja. Dann einmal eintunken. So. So. Und dann einfach schön drauf reiben. Ihr seht schon, wie schnell das geht. Es wird sofort dunkler. Und wie gesagt, das Tolle ist, es ist ja ins Material eingelasert. Das heißt, der Schriftzug verschwindet nicht. Er wird nur etwas unkenntlich gemacht. So, das geht ratzfatz. So. Dann nehmt ihr euch ein bisschen Klopapier. Wischt das ab. Und dann seht ihr, könnt ihr immer noch erkennen, ja, dass hier ein F drauf ist. So könnt ihr das sehen. Na, hier könnt ihr das am besten sehen. Seht ihr? Es ist alles noch da, aber halt durch die Brünierung schön dezent gemacht. Ja, machen wir das gleiche auch nochmal auf die andere Seite. Ja, also eigentlich super easy. Also ich kann euch das nur empfehlen. Das verbessert auf jeden Fall die Optik von eurer Airsoft ungemein. Also es ist kein Hexenwerk, einfach nur Chemie. Ja, dann ein bisschen abmachen, wischen. So. Und ihr seht, es ist immer noch vorhanden, aber halt jetzt dezent. Und das wertet natürlich die Airsoft jetzt ungemein auf, weil jetzt keine störenden weißen Markierungen mehr zu sehen sind. Also wer da Interesse hat, ich packe euch da auch nochmal einen Produktlink in die Videobeschreibung. Ich weiß nicht, die Flasche ist schon Jahre in meinem Besitz. Hat, glaube ich, was um die 15 € gekostet. Ich weiß jetzt nicht, denke mal, ist wahrscheinlich jetzt teurer geworden. Ich packe euch auf jeden Fall einen Link rein. Gibt es auch als Stift und ja, als Flasche hält das ewig, wenn er wirklich nur solche Sachen damit macht. Und das Tolle, es ist ja auch nicht nur dafür da, hier so eine weißen Lasermarkierung wegzumachen,
sondern wenn ihr eine Airsoft schon dauerhaft im Einsatz habt und durch das Holz dann und weiß ich, wo die mal gegenkommt und die Beschichtung löst sich hier auf, könnt ihr hier mit der Aluminiumbrünierung das Ganze auch wieder schick machen. So, dazu hat überhaupt nichts mit dem Auspackvideo zu tun, aber ich dachte, ich nutze die Chance und zeige euch das jetzt auch mal. Ja, machen wir einfach mal weiter. Ja, jetzt kommen wir wieder richtig zurück zur Airsoft, so wie es sein muss. Endlich mal den Schusstest machen, das werden wir jetzt mal machen. Habt ihr wahrscheinlich auch die ganze Zeit drauf gewartet, ich auch, muss ich ehrlich sagen. Meine Auspackvideos sind immer sehr, sehr speziell. Was haltet ihr davon? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Das artet jetzt bestimmt wieder zu einem Review aus, weil ich denke mal, ich nehme das Ding auch nochmal auseinander und zeige euch ja nochmal die Internals. Das mache ich auch definitiv auch nochmal. Aber jetzt schießen wir erstmal. Ja, brauche ich auf jeden Fall Gas und noch einen Speedloader. Ach, genau, das ist hier der T238 Speedloader. Den habe ich von der Firma für einen Review bekommen. Zeige ich euch auch demnächst. Richtig cooles Teil. Aber zunächst erstmal ein bisschen Gas in das Magazin. Wir haben hier eine Magazinkapazität von 16 Schuss. Die Gaseffizienz soll hervorragend sein. Werde ich natürlich im Review dann auch noch testen. So, dann machen wir den hier mal an. Und ja, 15 Schuss sind hier schon eingestellt. Das Schöne an diesem Speedloader ist, es ist so eine Mischung aus den E-Vike Speedloader und hier den Ace-Tech. Der ist kleiner, kompakter, hat auch schon verbauten Akku drin, ohne dass der stört. Und man kann hier auch einen Counter einstellen, also wie viele BBs hier eingeladen werden. Und der Preis ist auch nicht schlecht. Aber ich teaser zu viel. Schaut euch einfach mal das Review an. So, dann laden wir hier mal 15 Schuss rein. Zack, fertig, genial. Und jetzt Premiere. VFC Heckler & Koch P7 M13. Ich bin wirklich gespannt. Einmal durchladen, Spanngriff drücken, Abzug. Ja. Sehr, sehr knackig. Reset-Punkt. Oh, sehr, sehr weit. Schnelle Schussfolgen sind möglich. Nach dem letzten Schuss bleibt der Schlitten in der hinteren Position. Und jetzt kommen wir zum ersten Feature, was richtig cool ist. Wir machen nämlich mal gleich noch ein Magazin. Das neue Magazin, wenn ihr das eingelegt habt und wenn ihr jetzt den Spanngriff drückt, fährt der Schlitten sofort wieder in die vordere Position und die Waffe ist geladen und einsatzbereit. Das Schöne ist, zeige ich euch auch, wir haben hier die gleiche Funktion wie beim Original. Wenn ich jetzt hier den Abzug betätige, ja, passiert hier rein gar nichts, erst wenn ich wirklich den Spanngriff gedrückt halte. Was ich jetzt mache, aber in Richtung Zielscheibe. Also einmal gedrückt halten, schießen, drücken. Und das Schöne, wenn ich nicht mehr schießen will, lasse ich einfach den Griff los und die Waffe ist zwar geladen und gesichert. Kommen wir, denken wir, das testen wir jetzt auch nochmal und da erzähle ich euch noch ein bisschen was zur Geschichte. Wie gesagt, 1979 kam das Ganze auf den Markt, konzipiert für die GSG 9. Die wollten eine Pistole haben, die zuverlässig eine schöne hohe Eigenpräzision hat und auf jeden Fall im geladenen Zustand sicher geholstert werden kann. Und das wurde halt durch diesen Spanngriff hier realisiert. Bei der Originalwaffe ist es so, wenn ich mit der Hand den Spanngriff nach hinten drücke, wird der Schlagbolzen gespannt bis zum Ausgangspunkt. Danach, ja, wenn ich dann den Abzug betätige, geht der Schlagbolzen nach vorne, zündet die Patrone, der Verschluss geht nach hinten, leere Patrone wird ausgeworfen, neue Patrone wird wieder eingeführt und sobald dieser Spanngriff immer noch in der hinteren Position ist, ist die Waffe schussbereit, indem ich wieder den Abzug betätige. Möchte ich nicht schießen, lasse ich den Spanngriff los. Die Waffe ist weiterhin geladen, aber sicher. Wie gesagt, ich kann sie fallen lassen, alles Mögliche mitmachen. Ihr seht ja hier, ich kann den Abzug betätigen, nichts passiert, obwohl hier jetzt eine Bibi in der Kammer ist. Wie gesagt, für die GSG 9 damals eingesetzt. Die wurden auch hart darauf trainiert, damit auch sicher umzugehen.
Denn dennoch, obwohl es hier so sicher ist, muss man einiges beachten. Und es gab nämlich auch Unfälle, denn die Pistole kam dann auch zur bayerischen Polizei und auch zur Polizei Niedersachsen. Und da gab es in den 90ern ein paar Unfälle. Denn ja, die Pistole unterscheidet nicht, was zuerst gedrückt wird. Ja? Laut Bedienung ist es nämlich so, ich muss, bevor ich schieße, den Finger, den Triggerfinger, den Abzugsfinger sicher nach vorne halten, dann die Waffe anfassen, den Spannhebel sozusagen reindrücken, dass die Waffe jetzt gespannt ist. Und jetzt kann ich den Abzug erst betätigen. Und der Schuss löst sich. Wenn ich nicht mehr schießen will, loslassen, fertig. So, und jetzt bin ich gespannt, ob Umarex auch dieses Feature, wenn man das so sagen will, auch umgesetzt hat. Man kann nämlich, wie gesagt, die Waffe unterscheidet nicht, was ich zuerst drücke. Wenn ich jetzt zunächst den Abzug reindrücke, ich mache es mal, ich ziehe den Abzug durch, ja, Abzug, ja, ist gedrückt. Und jetzt fasse ich die Waffe an und drücke jetzt den Spannhebel nach hinten. Tatsache, löst sich der Schuss. Und das war halt das Kritische. Man musste definitiv an der P7 angelernt werden. In Stresssituationen konnte sich so schnell ein tödlicher Schuss lösen, ein ungewollter. Und wie gesagt, wenn ich jetzt in Stresssituationen das Ding greife und beides gleichzeitig durchdrücke, mache ich mal, zack, löst sich der Schuss. Ja? Und daher mussten die Schützen, die Behörden darauf trainiert werden. Das ist, ja, so habe ich euch mal erzählt, wie es zu diesen Unfällen kam. Ist ja cool, dass es bei der von VfC auch funktioniert. Ich muss es nochmal machen. Wie gesagt, Abzug drücken, dann den Spanngriff einmal drücken, zack, und der Schuss löst sich. Ja, jetzt nochmal richtig. Ja, leer. Ihr seht also, VfC bzw. Umarex hat hier wirklich alles gemacht. Ich zeige euch noch mal genau, dass wir hier auch so ein ganz kleines Feature mit übernommen haben. Ich nehme mal das Magazin dabei raus, drücke jetzt wieder den Spanngriff, Schlitten geht nach vorne und jetzt schaut mal hier, ich hoffe, wir kriegen das schön aufs Bild. Wenn ich jetzt den Spanngriff drücke, seht ihr hier auch die Nachbildung von dem Schlagbolzen, wie er rauskommt. Seht ihr das? Und wenn ich jetzt den Griff wieder loslasse, den Spanngriff, geht hier der Schlagbolzen wieder zurück. Auch das hat VfC authentisch nachgebaut. Magazin habe ich ja schon rausgenommen. Bevor ich das jetzt hier auseinandernehme, zeige ich euch noch ein Feature, was VfC bzw. Umarex hier auch übernommen hat vom Original. Und das ist hier dieser kleine Hebel. Das ist der Verschlussfanghebel. Wenn ich den Verschluss in der hinteren Position haben möchte, drücke ich einfach diesen Hebel rein, mache den Verschluss nach hinten und schon ist der in der hinteren Position eingerastet. Um ihn wieder nach vorne zu fahren, einfach den Spanngriff drücken, schaut mal, dann geht hier auch der Hebel wieder nach vorne. Ja, und dann habt ihr den Verschluss wieder vorne. So, nehmen wir das auseinander. Dazu haben wir hier den Knopf, den Zerlegeknopf, den einfach reindrücken, den Schlitten ein Stückchen nach hinten fahren und dann könnt ihr den auch schon nach vorne abheben. So, und dann habt ihr den raus. Dann drehen wir das mal um, dann haben wir hier die Feder, die könnt ihr auch noch rausnehmen. Gucken wir uns den Verschluss mal etwas genauer an. Im Unterschied zum Original haben wir hier kein ja, so ein Gasdämpfer, so ein Gaszylinder verbaut. Das ist hier so ein kleiner Block gefedert, der ist hier an der Stelle angebracht. Anscheinend seht ihr hier dieses Loch, war das mal angedacht, aber vielleicht haben die das technisch nicht umsetzen können. Dann haben sie es einfach weggelassen. Vielleicht kann man da mal so ein Fake-Dummy einfach einbauen ohne Funktion, vielleicht geht das. Ja, gucken wir uns hier die Blowback-Unit an. Die ist hier aus, denke ich mal, Zink-Druckguss, Nassel. Schön gefedert. Wo habe ich mein Magnet? Dann können wir hier gleich mal ein Magnet mal reinhalten. Ja. Ja. Dann haben wir hier, kann ich euch nochmal zeigen, das ist hier sozusagen dieser Fake-Schlagbolzen. Wenn ich den hier nach reindrücke, seht, da kommt das raus. Das ist auch aus Stahl gefertigt hier. Und es wird so sein, dass wahrscheinlich diese Griff-Unit, wenn ich das hier
Seht ihr hier dieses Teil? Das wird dann hier auf jeden Fall, seht ihr hier, man hält es mal so rein, da den Steg, ja, da drückt dann dieses Bauteil hier gegen und schiebt den Fake-Schlagbolzen nach außen. Also eigentlich ganz simpel gelöst. Ja, so sieht das Ganze aus. Gucken wir uns nochmal hier die Innereien von dem Griffstück an. Halten wir auch hier mal den Magnet dran. Hier dieser Hebel ist aus Stahl. Hier der Hammer ist aus Stahl. Schlagbolzen ist auch aus Stahl. Also hier der Firing Pin. Also alles schön hier aus Stahl gefertigt. Der Außenlauf, der ist nicht magnetisch. Dennoch haben wir hier Edelstahl verbaut. Hier sehen wir das Hop-Up-Rädchen. Hier könnt ihr den Hop-Up justieren, ja, um für euch die optimalen Werte herauszufinden. Also so wirklich sehr, sehr solide gebaut. Macht einen richtig schönen Eindruck. Ja, ich würde sagen, bauen wir das Ganze wieder zusammen. Einfach hier die Feder wieder rein. So. Dann die Feder hier in den Lauf. Und dann einfach hier wieder reindrücken und schon ist die Waffe einsatzfähig. Magazin rein, einmal durchladen, Spanngriff, ja. Funktioniert tadellos. Und da ist sie auch wieder zusammengebaut und dann sind wir auch schon am Ende angekommen von meinem Auspackvideo, was wieder mal ein bisschen chaotisch war und ein bisschen mehr gezeigt hat, was ich eigentlich zeigen wollte. Denn eigentlich wollte ich das nur auspacken, kurz mal einen Schusstest machen und ja, zeigen, wie sie funktioniert. Und ich habe wieder viel zu viel gemacht. Ich hoffe, ihr entschuldigt das Ganze. Es ist schon eine Art Review geworden. Aber Review wird auf jeden Fall noch kommen, denn ein paar Sachen hatte ich euch nicht gezeigt, wie zum Beispiel die Gaseffizienz, die Präzision. Und ich habe hier die Pistole auch nicht durch den Chrono gejagt, um zu sehen, was hier für eine Leistung an Bord ist. Das hole ich auf jeden Fall nochmal nach. Auch mache ich vielleicht nochmal, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das nochmal wissen wollt, so einen kleinen Real-Ziel-Part, ein bisschen durchstrukturiert, ja, wie das Ganze entstanden ist, wer das alles genutzt hat und was da alles so mit passiert ist. Vielleicht auch so, wo das in Film und Fernsehen vorgekommen ist, das gute Stück. Ihr wisst das ganz genau, wo das zu sehen ist, und zwar bei Die Hard. Hans Gruber hat hier die Stainless-Variante in den Händen gehalten. Und hier nochmal der große Aufruf an Umarex. Bitte, 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 bitte bringt hier die P7 auch nochmal in Stainless raus für alle Filmfans. Ich denke mal, das geht weg wie warme Semmeln, ja. Und da sind wir auch schon beim Thema wie warme Semmeln. 299 € kostet hier das gute Stück. Ist das gerechtfertigt? Auch das schreibt mal bitte unten in die Kommentare. Was ist eure Meinung? Also für mich als Sammler ist das definitiv ein Must-Have. Von daher 299 € für so eine Pistole. Ist das was für einen Spieler eigentlich? Muss ich jetzt auch nochmal überlegen. Ist das was nur für Sammler oder auch was für Spieler? Also wir haben ja den Präzisionstest noch nicht gemacht und die Gaseffizienz. Aber so allein jetzt für den Spieler ist das schon mal eine Herausforderung, denke ich mal, dafür auch ein passendes Holster zu finden, ja. Ich denke mal, wenn, dann müsstet ihr gucken, ob ihr noch so alte Dienstholster findet bei eBay oder bei eGun. Denke ich mal, wird es wahrscheinlich noch geben für einen wahrscheinlich auch noch akzeptablen Preis. Ansonsten Universalholster, all das müsstet ihr ja auch bedenken, wenn ihr damit unterwegs seid. Für den Spieler spannende Sache. Ansonsten für den Sammler definitiv ein Must-Have. So, apropos Sammler, jetzt eigentlich wollte ich jetzt Schluss machen, aber ich hätte es beinahe vergessen, euch das auch noch zu zeigen. Das mache ich auch noch mal. Ich ziehe das in die Länge. Denn wer meinen Kanal kennt, ja, der weiß, dass ich die P7 M13 schon mal vorgestellt habe, vor ein paar Jahren. Und zwar, ich habe hier noch die Kiste.
Und zwar gab es vor Jahren, 1993 kam das hier auf den Markt, in Deutschland gekauft bei der Firma Kettner, die gibt es mittlerweile auch schon ewig nicht mehr, eine P7M13 Closed Bolt GBB von der Firma MGC, Model Gun Corporation. Allein diese Kiste, ja, dem Original nachempfunden, wie die P7 damals ausgeliefert worden ist. Das hätte ich mir hier bei VFC auch gewünscht, dass wir hier keine schnöden Karton kriegen, sondern hier so eine Plastikkiste. Das ist natürlich jeder was für den Sammler. Jetzt muss ich schauen, ob ich noch so eine Originalkiste irgendwoher kriege. So, ich mache das mal auf. Ja, so wurde das damals ausgeliefert. Ich hole die auch mal raus. Ja. Hier mit dem Magazin. Bin ja gespannt, ob da noch Gas drin ist. Ich gucken. Oh! Tatsache, also die alten MGC-Magazine, die halten dicht ohne Ende. Wie gesagt, von 1993 ist das und das ist hier immer noch dicht. Funktionsweise fast identisch wie beim Original. Wie gesagt, haben wir hier ein Close-Bolt-System. Das war die einzige GBB-Variante von der P7 damals. 1993 kam das auf den Markt und 33 Jahre musste man warten auf eine modernisierte GBB-Variante mit allen Markings von der Firma VFC. Es gab, glaube ich, noch von Tokyo Marine eine Springer, aber die hatte mich nie interessiert. Ich wollte immer GBB haben. Von daher tausend Dank an die Firma Umarex, dass die VFC beauftragt haben, dieses Teil hier zu bauen. Danke, danke, danke. So, und jetzt sind wir aber wirklich definitiv am Ende von diesem ewig langen Auspackvideo. Ich möchte mal wissen, wie lang das geworden ist. Mal gucken, ob hier noch Gas drin ist. Ich beende jetzt dieses Review einfach nochmal. Jetzt habe ich schon wieder die falsche. Das ist ja die MGC. Ich muss ja die VFC nehmen. Ja? Beenden wir mal dieses Video. Und ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwas habt, schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr meint. So, und jetzt mal gucken, ob sie noch Gas hat. Tatsache, genial. Also die Gaseffizienz muss wirklich fantastisch sein. So, jetzt ist Schluss. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, klickt mal da oben drauf und gibt ein weiteres Video von mir. Wir sehen uns beim nächsten Review wieder. Euer Bruce.